Willkommen bei Leute heute. Wir sind atemsprachlos. Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Nach 10 Jahren Beziehung, völlig überraschend und kurz vor dem Fest der Liebe. Damit nicht genug. Helene Fischer wird deswegen nicht traurig unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Sie hat bereits einen neuen. Sie schweben seit längerem gemeinsam durch die Lüfte und jetzt ist klar, auch privat auf Wolke 7. Helene Fischer und Tanzakrobat Thomas Seitl haben sich verliebt. Gestern Abend ist diese Bombe geplatzt. Zunächst wurde die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen bestätigt. Mit langen, wohlwollenden Social-Media-Posts bereiten beide ihrer 10-jährigen Beziehung ein würdiges Ende. Und beide erwähnen darin auch Helenes neue Liebe. Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen, schreibt sie. Und Florian ergänzt, wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche. Wer aber ist dieser Mann, dem Florian Silbereisen so großzügig das Feld überlässt? Thomas Seitl, 33 Jahre alt, ist einer der Tänzer und Akrobaten in Helene Fischers großer Bühnenshow. Bereits letztes Jahr in der Weihnachtssendung war er mit dabei und wurde von Helene explizit erwähnt. Dankeschön, Diavolo und Thomas Seitl. Thank you so much. In einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk sprach der studierte Sportwissenschaftler im Januar über seine Arbeit mit der berühmten Sängerin. Ihren Brustkorb vibrieren zu merken, wenn sie singt, das ist schon sehr eindrucksvoll. Und wir haben da auf jeden Fall eine Menge Spaß in der Luft, aber natürlich jede Menge Respekt ist da auch mit dabei. Noch Ende Oktober, wieder bei einem Fernsehauftritt, wurde Seitl sogar auf Florian Silbereisen angesprochen. War Florian, wie heißt er, Silbereisen, Ihr Freund, schon mal eifersüchtig, wenn Sie beide sich da so nahe kommen? Nein, also das Ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir da haben. Und natürlich muss sie mir nahe kommen in der Luft, weil sie möchte ja auch nicht runterfallen und ich möchte auch nicht, dass sie runterfällt. Deswegen war das einfach die Notwendigkeit, dass wir so nahe gekommen sind. Und nun ist es doch Liebe. Was die beiden sicher vereint, ist die Leidenschaft für den Sport. Immer muskulöser wird Helene Fischer, immer spektakulärer werden die akrobatischen Showeinlagen. Dafür trainiert sie bis zur Erschöpfung. Man hat wirklich das Gefühl, die Augen kommen raus. Also das ganze Blut geht in den Kopf, aber auch in die Füße. Es verteilt sich sehr schön. Und da kommt man so zu einem Punkt, wenn er dann noch mal mehr gibt, dann habe ich das Gefühl, es platzt gleich. Unzählige Trainingsstunden haben die beiden miteinander verbracht. Und während eine alte Liebe zerbrochen ist, ist eine neue erwacht. Ein ereignisreiches Jahr war das hinter den Kulissen für Helene Fischer. Helene Fischer und Florian Silbereisen gehen also in Zukunft getrennte Wege und beide äußern sich auf Facebook zu der Trennung. Sie lobt ihn, er wünscht ihr viel Glück. Das ist doch merkwürdig. Macht man das jetzt heutzutage so oder steckt dahinter Kalkül? Ich glaube, jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, wenn ein Lebenstraum zerplatzt. Man ist traurig. Natürlich kommt irgendwann vielleicht auch ein bisschen die Wut dazu. Und der Schmerz sitzt unheimlich tief. Aber ich bin ganz fester Überzeugung, irgendwann fängt die Zeit an, die Wunden zu heilen. Diese symbolträchtigen Worte sprach Helene Fischer bereits Anfang Dezember in der Aufzeichnung ihrer ZDF-Weihnachtsshow. Perfekt vorbereitet von ihrem PR-Team, denn die Show wird erst am 25. Dezember ausgestrahlt. Was dem vorausgegangen sein wird, sehr sicher bei einer sehr ehrgeizigen, sehr ambitionierten Helene Fischer, bei einem sehr professionellen Silbereisen, das natürlich, bevor die Trennung öffentlich gemacht wurde, man genauestens überlegt hat, wie wird es formuliert, wie kommt man untereinander klar. Es ist keine Inszenierung, was wir sehen. Es ist eine allerdings sehr durchdachte PR-Strategie. Ohne PR, also Öffentlichkeitsarbeit, geht es nicht bei Showgiganten wie Florian Silbereisen und Helene Fischer. Ihre gestrigen Posts in den sozialen Netzwerken sind vermutlich nicht mal eben schnell geschrieben worden. Das wurde wohl von ihrem Team lange vorgefertigt, mit wahrscheinlich absichtlichen Rechtschreibfehlern. Eine ganz kluge PR und eine ganz kluge Steuerung von Kommunikation lässt jeden Post auf Facebook, Instagram, wo auch immer, als bewusst aus dem Alltag kommend erscheinen. Das Ziel ist klar, das Image der Stars und ihre jeweilige Fanbase sollen sich nicht enttäuscht von ihnen abwenden. Helene Fischer und Florian Silbereisen wollen jeweils ihre Marke schützen und vielleicht auch im richtigen Leben Freunde bleiben. Sie haben es gehört, am ersten Weihnachtsfeiertag läuft im ZDF die Helene Fischer Show. Wir zeigen Ihnen gleich, welche Stars dabei sein werden und was Sie in der Show erwartet. Bleiben Sie bei uns.
Willkommen zurück. Am ersten Weihnachtstag gibt es 180 Minuten Helene Fischer im ZDF. Die große Weihnachtsshow mit vielen Gästen. Luis Fonsi wird dabei sein, Eros Ramazzotti und Helene Fischer singt sogar mit Hollywood-Star Kiefer Sutherland. Wir zeigen Ihnen schon mal ein paar Ausschnitte. Düsseldorf, einen schönen guten Abend! Es ist das 6. Mal. Helene Fischer begrüßt ihre Fans zum großen Weihnachtsspecial. Kraftvoll und dieses Mal vielleicht noch ein bisschen strahlender als sonst, so frisch verliebt. 10.000 Gäste im Saal und ein riesen Star-Aufgebot machen ihre Helene Fischer Show zu einem ganz besonderen Event. Auch mit dabei Mr. Despacito. Luis Fonsi! Für den gebürtigen Puerto Ricaner eine ganz besondere Ehre. Es ist toll, mit jemandem zu singen, der so talentiert und so voller Leben ist. Ich freue mich sehr, ein Teil der Show zu sein. Gemeinsam singen sie seine größten Hits. Und die es mal werden sollen. Impossibile, vielleicht der nächste Sommerhit, auf jeden Fall aber ein Song, der mitten ins Herz geht. Der Text ist extrem romantisch. Er handelt von einem Mann, der sein Herz öffnet. Bist du romantisch? Ja, ich halte mich für sehr romantisch. In ganz besonders romantischer Stimmung ist auch Helene zurzeit. Mit Stars wie Eros Ramazzotti oder Michelle stimmt sie besinnliche Töne an. Alles im Zeichen der Liebe und der Weihnacht. Ein Fest, das übrigens auch Latino Luis Fonsi liebt. Ich feiere mit meiner Familie. Ich bin ja ein junger Vater. Mit 2 kleinen Kindern hat Weihnachten eine ganz andere Bedeutung. Es geht um sie. Es ist so schön, ihre Augen leuchten zu sehen. Ein stimmungsvoller Abend mit Gesang, Magie und atemberaubender Akrobatik. Internationaler Top-Act, US-Schauspieler und Sänger Kiefer Sutherland. Egal ob laut oder leise, das Wichtigste ist und bleibt für Luis Fonsi: Manchmal müssen wir uns einfach mal rausziehen, ein bisschen runterschalten und uns darauf besinnen, wer wir sind. Ich hoffe, das tun die Leute nun. Genau das wird Helene mit ihrem Liebsten wohl auch bald tun, nach einem anstrengenden und besonders aufregenden Jahr.